Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Gerät von HP und zwar ein Envy X360 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellbezeichnung findet. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung findet man hier auf der Rückseite. Und zwar, da habe ich die Gummischiene schon abgemacht. Und zwar genau hier. Ja, und mit dieser Modellbezeichnung findet ihr eben super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, dass das Display, das ist ja ein Touch-Display, dass man das theoretisch einzeln tauschen kann. Das ist allerdings hier durchaus ein bisschen tricky, sollte man am besten vielleicht sogar in der Reparatur machen lassen. Auf jeden Fall sollte man es selber einzeln tauschen wollen, dann ist es so, dass man das hier oben so ein bisschen aufhebelt, dass so gerade so eine kleine Lücke entsteht. Und dann kann man quasi von hier oben mit einer Pinzette oder ähnlichem an die Stripes kommen. Die zieht man dann raus und das auf beiden Seiten. Und dann kann man das Display quasi vorsichtig, weil das ist überall eingerastet, raushebeln, nachdem die Stripes raus sind, und könnte das so einzeln tauschen. Bei der Tastatur ist es so, die kommt zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad hingegen ist einzeln tauschbar. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man zuallererst alle Schrauben lösen. Und da ist es so, es gibt einmal die zwei hier vorne. Und das sind Torx-Schrauben. Und es gibt auch unter den Gummischienen noch Schrauben. Und ja, die Gummischiene kann man hier einfach weghebeln. Kann man sich auch eine Hilfe nehmen. Das geht mit den Fingern oft nicht so gut. Und kann die dann hier wegziehen. Einfach nur schauen, dass man dabei nicht das Klebematerial selbst löst. Und dann kann man die Gummischiene hier ziehen. Und dann sind eben hier auch nochmal Schrauben. Das sind dann allerdings Kreuzschrauben. Und die sind auch unterschiedlich lang, die beiden hier vorne und die. Das heißt, die am besten getrennt aufbewahren. Sollte es mal bei der Gummischiene sein, dass die nicht mehr so richtig klebt, da kann man neues beidseitiges Klebeband kaufen und die dann so wieder festmachen. Generell benutze ich hier für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung. Ja, und da ist alles dabei, was man so gebrauchen könnte. Öffner, Pinzetten, ein Schraubendreher-Set mit allen erdenklichen Aufsätzen. Die habe ich mir jetzt hier schon mal zurechtgelegt. Und ja, für die Torx-Schrauben würde ich dann hier ein T5, eventuell sogar ein T4 nehmen. Und für die Kreuzschrauben und auch die Arbeiten im Gerät dann kann man hier ein PH0 benutzen. Und wenn man dann alle Schrauben gelöst hat, wenn die alle draußen sind, dann kann man hier super gut sehen, wo die Verbindung von Gehäuse und Unterseite langläuft, nämlich einmal hier drumherum. Und da ist es so, ich benutze da einen der Öffner aus dem Werkzeugset und versuche hier an der Rückseite anzufangen, einfach weil man da am wenigsten verkratzt. Und dann versucht man im Grunde genommen eine kleine Lücke zu schaffen zwischen der Unterseite und das dann eben vorsichtig nach oben wegzuhebeln. Da gibt es überall Einraststellen, das geht mal leichter und mal schwerer. Das hängt auch stark davon ab, ob das Gerät schon mal geöffnet wurde oder nicht. Also auf jeden Fall da nicht mit Gewalt, einfach mit Geduld. Das knackt hier trotzdem
immer mal wieder recht laut. Es hilft meistens hier dann mit den Fingern, das schon ein bisschen dagegen zu halten. Und dann öffnet man sich so die Unterseite. Und wie gesagt, wenn das mal irgendwo gar nicht geht oder wirklich schwer geht, dann kann man auch versuchen, an einer anderen Stelle anzufangen. Hier an der Seite zum Beispiel geht das auch sehr gut. Und dann arbeitet man sich so im Grunde genommen um das Gerät herum, bis man dann meistens auch schon mit ein bisschen Wippen und Federn das Ganze abbekommt. Die sind teilweise auch hier noch ein bisschen eingerastet und dann ja, nimmt man die Unterseite ab und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt aber irgendetwas machen, trennen wir auf jeden Fall als allererstes den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr bekommt. Und da sehen wir hier das Kabel, das kann man in dem Fall einfach nach hinten rausziehen. Der Lüfter ist so ein bisschen im Weg, aber das geht trotzdem ganz gut und ist so einmal auf der sicheren Seite. Gut, was wir hier noch sehen können, ist, dass tatsächlich der RAM aufgelötet ist. Das heißt, ja, der ist fest, den kann man nicht erweitern oder tauschen. Hier ist auch alles Mögliche zugeklebt. Aber unter diesen ganzen Klebeabdeckungen sieht man hier die SSD. Hier ist das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Und was wir hier auch sehen, ist, dass die Strombuchse tatsächlich hier mit Kabel ausgestattet ist. Also die ist nicht aufgelötet, die kann man dann super einfach selber tauschen. Um den Akku auszubauen, braucht man hier nur diese Schrauben zu lösen. Die sind auch alle beschriftet hier mit M2. Und wenn alle Schrauben draußen sind, kann man den Akku einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen und so gegebenenfalls natürlich auch tauschen. Direkt unter dem Akku sehen wir hier übrigens auch das Touchpad. Wie gesagt, das lässt sich auch einzeln tauschen. Das wird von diesen 3 Schrauben hier gehalten und auch das Kabel hier muss man trennen. Und da ist es so, das kann man nicht einfach rausziehen. Das ist mit einem Kippschalter verbunden. Den klappt man quasi erst auf und dann kann man das Kabel hier rausziehen und dann kann man das Touchpad quasi von der anderen Seite entgegennehmen und so eben tauschen. Und beim Wiedereinbau ist eigentlich nur zu beachten, dass man wirklich das Kabel hier wieder ganz bis in den Stecker schiebt, ganz rein. Und dann sieht man ja hier auch die Linie, die gibt es echt gut an. Und dann wieder zuklappen. Und dann ist man da auf der sicheren Seite. Um die SSD zu tauschen, muss man hier auf jeden Fall dieses ganze Klebeband und Abdeckungsgedöns wegmachen oder zur Seite machen. Und dann je nachdem, wie das Kabel hier liegt, die SSD wird beziehungsweise die Halterung und die SSD, die werden hier von dieser einen Schraube gehalten. Und dann kann man das hier so leicht nach oben hebeln, ganz leicht nur und aus dem Slot ziehen. Und da sieht man eben, die SSD ist hier ja quasi mit so einer kleinen Kühl- und Kühlstreifen, klebt die hier so ein bisschen, aber ansonsten ist sie nicht weiter fixiert und kann die eben so auch tauschen. Und da ist es so, die geht immer nur in eine Richtung rein. Also so zum Beispiel würde die jetzt gar nicht gehen. Das heißt, wenn man da nicht genau weiß, wie das geht, dann kann man das hier gut sehen. Und dann kann man die SSD wieder in den Slot zurückstecken und dann die Hülle drauf machen oder eben natürlich auch beides zusammen. Da guckt man dann eben, dass das hier hinten genau richtig passt. Die klebt auch echt gut. Genau so. Und dann kann man beides zusammen wieder in den Slot
zurückschieben. Hier auf jeden Fall schauen, dass man die Kabel, die hier drunter laufen, nicht mit einklemmt, dass man die hier so ein bisschen rausholt, genau, dass die da nicht verklemmt. Und dann einfach wieder verschrauben. Auch da schaue ich jetzt noch mal schnell, dass die Kabel vom WLAN hier auch nicht mit drunter sitzen. Genau, ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann, aber die sind jetzt auf jeden Fall alle frei. Dann verschrauben und dann auch eben schauen, dass man diese Kabel hier wieder zurücklegt, dass die da nicht quasi auch vom Gehäuse dann eingeknickt werden und eventuell brechen. Den Lüfter kann man hier tatsächlich auch einzeln tauschen. Und der wird von 2 Schrauben hier gehalten. Und dann sehen wir hier noch das Kabel. Und das kann man auch hier nach hinten rausziehen. Ich fasse da gerne am Stecker selber und nicht an den Kabeln, weil die so dünn sind. Und sobald man die Schrauben raus hat, kann man auch hier den Lüfter nach oben hin aus dem Gerät nehmen und so ziemlich stress- und problemfrei tauschen. Beim Wiederverbinden, falls man sich da mal nicht sicher ist, die sind ja oft markiert, aber man weiß das nicht so genau, kann man auf einer Seite des Steckers hier Kontakte sehen. Und die zeigen beim Wiederverbinden nach oben. Und da würde ich auch in dem Fall tatsächlich erst das Kabel verbinden. Schon allein dadurch, dass man es nicht vergisst. Das wäre nämlich super ärgerlich. Ja, und dann muss man den Lüfter ja nur noch wieder, der hat sogar hier eine kleine Führungshilfe noch, auf die Gewinde legen, verschrauben und ist da wirklich ratzfatz durch. Akkueinbau genauso einfach wie der Akkuausbau. Auch hier ist es so, der hat hier unten neben der eigentlichen Öffnung für die Schraube noch kleine Öffnungen für die Führungshilfe, nenne ich es jetzt mal. Das heißt, wenn man da den Akku wieder drauflegt, dann sitzt und passt der schon wieder exakt, muss nur wieder verschraubt werden. Und am Ende natürlich ähnlich wie beim Lüfter, ganz, ganz wichtig, nicht vergessen, den Akku auch wieder anzuschließen. Der kommt dann einfach zurück in den Stecker. Und da, das ist ein bisschen tricky mit dem Lüfter hier, weil da muss man nämlich schauen oder sollte man schauen, dass der auch gerade wieder reingeht, dass man den nicht verkantet und dann irgendwelche Pins verdrückt. Einfach gerade wieder zurück bis ganz zum Anschlag. Und ja, so schnell geht das hier. Die Unterseite legt man am Ende einfach wieder ganz normal von oben drauf und drückt die nach unten hin fest. Und da kann man auch recht feste drücken. Da gibt es nämlich überall Einraststellen. Und ich gehe dann am Ende auch immer noch einmal um das Gerät, so wie hier, und schaue, dass da wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung oder eine Lücke zu sehen ist. Dass das Gerät wirklich komplett geschlossen ist, auch auf der Rückseite. Ja, und dann nur noch wieder verschrauben. Bei den vorderen hier eben dann auf Torx wechseln und die Gummischiene legt man dann einfach wieder hier drüber und so schnell ist das hier alles erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.